Hallo und herzlich willkommen beim Dein Techniker Kanal. Heute haben wir eine Miele Geschirrspüler, die, wenn man startet, pumpt ein bisschen das Wasser ab. Das ist ein Verbrauchtest, aber nach einer Weile zeigt Zulauf-Ablauffehler. So, bei dieser Maschine kann man nicht definieren, ob das Ablauffehler oder Zulauffehler. Normalerweise zeigt hier auch ein Fehler, muss nicht. Aber wenn ihr das Geräusch hört, das ist das Geräusch von der Ablaufpumpe. Das heißt, Ablauf funktioniert. Jetzt nach fast 30 Sekunden, soll die Maschine Wasser ziehen. So, das ist der Ventile. Er nimmt Wasser und hört auf. Hat aufgehört. Jetzt nimmt wieder, versucht wieder Wasser zu nehmen. So. Und die Maschine zeigt jetzt Zulauf-Ablauffehler. So, wenn ihr merkt, dass die Maschine Wasser zieht und aufhört, so Stop and Go, dann ist das Zulauffehler. Was ist die Ursache? Was ist die Lösung? Was ist die Fehler? Erkläre ich euch gleich. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. So, ihr habt schon bemerkt, dass die Maschine Wasser nimmt und hört auf, Wasser nimmt und hört auf. So, hier in der Maschine an dieser Seite gibt es die Wassereinlauftasche. In dieser Anlauftasche gibt es ein Flügelrad mit ein Stück Magnet und der dreht sich, wenn das Wasser in die Maschine fließt. Und gegenüber diesem Flügelrad gibt es eine kleine Platine mit 2 Stück Metall. Die Platine zählt, wie viel Liter fließen in die Maschine, sobald der Magnet gegenüber die 2 Metallstück dreht. Und wenn ihr merkt, dass die Maschine mal nimmt Wasser und nach ein paar Sekunden hört auf, dann ist diese Platine defekt und muss getauscht werden. Ja, das Teil habe ich dabei. Ich zeige euch. Das ist das Originalteil von Miele. So sieht das Teil aus. Der kostet um 32 Euro plus Mehrwertsteuer. Da sieht man schon die 2 Metall in diese kleinen Rohrchen. Ja, jetzt tauschen wir das Teil und dann ist die Fehler vorbei. So, erstmal der Unterkopf raus. Jetzt muss ich diese Abdeckung abnehmen. Die hier. Da. Und da. Und vorher diese Schraube, die an der Seite. Und die hier. Ihr könnt jetzt oder später, aber auf jeden Fall muss die Maschine raus. Das steht unter der Arbeitsplatte. Vorher markiere ich die Position, damit ich später wieder in der alten Position die Maschine montiere. Und bevor ich die Seitenschrauben, die hier und da abnehme, muss die Fußleiste ab. So, ich nehme die Fußleiste erstmal ab, Maschine aus und Stecker muss unbedingt raus. Wie gesagt, Safety first. Da ist der Stecker von der Maschine. So, ich nehme die Fußleiste jetzt ab und dann machen wir weiter. Fußleiste ist jetzt ab. Jetzt löse ich die 4 Schrauben an der Seite.
der und der. So, die 4 Schrauben jetzt sind jetzt ab. Wenn ihr hier guckt, dass die Maschine ist hoch montiert, also es wäre schwierig jetzt rauszunehmen. Deshalb muss die Maschine ein bisschen runtergesetzt werden. Davor habe ich kann diesen Fuß drehen und diesen Fuß drehen und auch die hintere Fuß kann man hier runter. Also erstmal die hintere ein bisschen, links auch. Also die Werkzeuge, die man braucht in dieser Reparatur, eine Phasenprobe und eine Torx 20. So. Jetzt der hier ist ein bisschen schwierig. Davor brauche ich Wasserpumpezange. Tada. So. Da ist jetzt der Abstand ein bisschen größer. Jetzt zieht die Maschine raus. Ich muss auch achten, dass die Schläuche lang genug sind. Wenn die nicht lang genug sind, dann lieber abnehmen. Also ich ziehe die Maschine jetzt raus. So, die Maschine ist jetzt raus. Der Platz reicht schon. Reicht schön. Jetzt diese Schraube und die obere. Und hinten unten gibt es noch eine Schraube. Muss auch abgenommen werden. Und dann kann ich die Seite abnehmen und die Wassertasche sehen. So, hier oben gibt es keine Schraube, nur hier hinten diese Schraube muss ab. Das ist hinter der Maschine ganz unten. So. Jetzt muss dieser Seitenblech raus. Der ist hier geknickt, also einfach mit Phasenpuffer zeigen und dann die Seitenblech hochheben. So, das ist die Wassereinlauftasche. So, das Teil muss getauscht werden. So, diese Nase muss ein bisschen hoch und jetzt den ziehen. Es kann sein, dass die Stecker abgeht. Ja, der andere Teil ist sowieso defekt. Spitzzange und fertig. So, das ist das kaputte Teil. So, jetzt nehme ich den Stecker ab und die Gehäuse. Zack, das Mull. Und dann kommt der neue. So, und jetzt setze ich das Teil so rein. So, der sitzt jetzt richtig. So, die Fehler ist behoben. Ich muss jetzt die Maschine wieder zusammenbauen. Wie gesagt, da kommt zuerst. Jetzt kommt der Seitenblech.
Hier muss dieser Schlitz in diese Nase reingehen. So, und jetzt die 3 Schrauben wieder festschrauben. Der ganz hinten erstmal. Die beiden vorne. Also, bei manchen Maschinen sind diese Schrauben mit einer Abdeckung abgedeckt. So, jetzt schiebe ich die Maschine wieder in Platz und montiere die wieder. Und jetzt muss ich die Maschine wieder richtig justieren. Deshalb. So, ich drehe die hinteren Füße hoch, wie es geht. Beide Seiten. Und jetzt der vordere Fuß. Auch. Ihr müsst achten, dass die beiden Kanten gerade in eine Ebene. So. Mal gucken. So. Ja. Und jetzt die Schraube und die und die und die fest und sind wir bald fertig. So, Schrauben sind jetzt fest. Kommen jetzt die Abdeckungen. Und am Ende kommt die Fußleiste. Ich stecke den Stecker wieder rein. Und dann kann ich die Maschine kaufen. So, Fußleiste. Stecker ist. Fußleiste ist schon drin. Stecker ist auch. Jetzt einmal rufen. Ihr hört schon das Geräusch. Das ist von der Ablaufpumpe. Wenn das Geräusch aufhört, nimmt die Maschine frisches Wasser. So. Und gleich nimmt die Maschine das Wasser auf einmal und nicht wie vorher. Stapungo. So, man läuft schon, man hört schon. Ja, entweder zeigt die Maschine Zulauf-Ablauf oder kommt hier F19 oder F13. F19 ist definitiv diese Platine. F19 und F13, es kann sein, dass der Ventil von der Wasserhahn kaputt ist oder diese Platine oder die Ventile in der Aquastopp. Ja, das war das Problem, das war der Fehler und das war die Lösung. Und ja, falls mein Video euch geholfen hat,
Daumen hoch. Und wenn ihr mir einen Gefallen machen, bitte abonnieren. Abonniere meinen Kanal. Da unterstützt ihr mich ein bisschen. Ja, die Maschine läuft zu Spulen. Wow. Und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn.